Das bin ich um 3 Uhr nachts, ja. Aber was ich um 3 Uhr nachts tatsächlich oft mache, ist die Zelda-Timeline in 15 Minuten explain. Und ich würde sagen, das gucken wir uns an, oder? Bist du mit der Zelda-Timeline vertraut? Ich nämlich gar nicht. Nein, ich kenne das Video schon, das ist super. Aber das ist ja kein, oh, Elfy reagiert auf Sachen, die er nicht kennt oder so, sondern es ist ein, ey, ich kenne coole Sachen, also lustige, interessante, sehenswerte Sachen aus dem Internet. Zahlen unter sich kannte ich ja auch schon. Und die möchte ich zeigen. Das ist ja mehr so eine Präsentation, weißt du? Verstehe ich zumindest so. Ich meine, klar, wenn du mir jetzt zum Beispiel Sachen vorschlägst, den kenne ich mir meistens noch nicht. Ne? Zum Beispiel haben wir ja letztens, wo wir uns den Umweltkram, das kommt tatsächlich mit drin, warum Link in Mario Kart ist. Doch, das kommt da drin vor, weil er nimmt alles. Aber klar, wir haben ja auch letztens hier über das Umweltding getalkt, das kannte ich noch nicht und so. Deswegen, wir gucken unsere Sachen an, die ich nicht kenne, aber halt eben nicht nur. Solving the Zelda Timeline in 50 Minutes, er ist fucking unterhaltsam. Der könnte direkt schon wieder so ein Meme werden, einfach so ein Emote. Aber ich kann nicht aus allem, was ich sehe, ein Emote machen. Das ist nicht möglich. Weißt du, was ich mache? Ich mache mich hier mal eben kleiner ein bisschen. Wobei, das passt gerade so gut, ne? Ja, ich mache mich ein bisschen kleiner. Und ziehe mich mal so hier hin, I guess. Und dann kann ich das im Vollbild lassen. Im Vollbild ist cool. Yeah. Zelda series. But the canonical I love the Legend of Zelda series. But the canonical timeline doesn't make any sense. Perhaps it would make more sense if someone tried to put every single piece of Zelda media, canonical and non-canonical, into one timeline. Someone should try to do that. Let's go. Let's start with the canonical timeline. So we've got Skyward Sword at the very beginning, created Demise, and then he becomes Ganon later on. Link gets... Das ist trotzdem wack, das macht trotzdem keinen Sinn, weil dann trotzdem was abgeschnitten ist. Mann! Das macht trotzdem keinen Sinn. Gott! Gott! So. Into one timeline. Let's go! Try to do that. Hasse Autoplay hier. So, let's go! Timeline mich! Let's go! Let's start with the canonical timeline. So we got Skyward Sword at the very beginning, created Demise, and then he becomes Ganon later on. Link gets resurrected. It's Minish Cap. It introduces Vati. He's a wind sorcerer, and then he also shows up in Four Swords. That comes next. After Four Swords, Vati is sealed. Ganon's back, baby. And it's Ocarina of Time. So Ocarina of Time. Muss kurz für Kontext noch sagen, weil ich kann das nicht einfach so durchlaufen lassen, das geht schlecht. Ich habe noch nie ein Zelda-Spiel gespielt. Das einzige Zelda-Spiel, das ich gespielt habe, ist Breath of the Wild. Und das habe ich angefangen. Ich bin aber noch da, wo du irgendwie so Wegpunkte erreichen musst, also wo irgendwie so, ich glaube, wo man sich Wegpunkte setzen muss oder so. Also wirklich am Anfang. Wirklich. 100%ig am Anfang. Das habe ich auch nicht lange gespielt, das catcht mich auch nicht. Ich weiß nicht. Vielleicht bin ich auch einfach nicht so der Typ dafür, aber ich habe halt wirklich noch nie ein Zelda-Spiel gespielt. Ich habe mal bei einem Kollegen, und Grüße gehen raus an Marcel, ich bin cool, weiß ich, grüße Leute im Internet, die niemand anders kennt, lol. Der hat mal ein Zelda-Spiel für ein 3DS gehabt und da konnte man in einem Download-Game so Dungeon Seeker-mäßig, da musstest du vor diesem Schattensoldaten, den Zelda ja auch in Smash hat. Nee, leider nicht Marcel Davis, aber der ist auch cool. Da muss man vor diesem Schattensoldaten, den Zelda auch in Smash hat, weglaufen oder so, ja. Das habe ich gespielt, das war auch cool, aber das ist ja nicht das Classic Zelda-Ding. Ja. Wirklich niemand. Elfy, ich habe noch nie ein Zelda-Spiel gespielt. Das Einzige, was ich gespielt habe, ist Breath of the Wild. Ja, aber es ist so, ich habe auch kein Zelda-Spiel da. Also außer BOTW. Und ja, was soll ich denn machen? So, Für den 3DS ist nie was rausgekommen. Die Gamecube hatte ich viel zu spät erst. Also, beziehungsweise halt auch als Kind hat mich das auch nicht gecatcht.
diese uralten Sachen von wegen N64 und so. N64 hatte ich nicht, das war vor meiner Zeit und die uralten Sachen nachholen war auch dumm. Also, I don't know. Weißt du, was ich meine? So, es ist komplett an mir vorbeigegangen. Ich mag aber den Style davon. Ich finde Link als Charakter, der ist cool designt. Wenn ich Link sehe, denke ich mir, ja, okay, der ist cool. Wobei ich 3 Link-Charakter dann in Smash auch ein bisschen viel finde für einen Franchise, vor allem für einen Charakter. Fire Emblem hat auch viel zu viele, aber das sind wenigstens unterschiedliche. What the fuck, für 3 Link-Sword, was zum Fick. Weißt du, was ich meine? So, ne? Es ist komplett an mir vorbeigegangen und irgendwann waren dann alle so, ja, Zelda ist cool. Ich so, ja, hab ich nie gespielt. Ja, aber Zelda ist cool. Ja, hab ich nie gespielt. Ja, aber Zelda ist cool. Ja, hab ich aber nie gespielt. Und dann waren halt die Leute wieder mit, ja, aber Zelda ist cool. Ja, schön, ich hab's trotzdem nie gespielt. Und mich hat da auch niemand so reingeführt. So, keine Ahnung. Ich verstehe die Bedeutung des Franchises oder beziehungsweise der Spielreihe und ich habe auch nichts dagegen. Ich habe versucht, sie zu spielen. Die catchen mich nur leider nicht, aber ich lasse trotzdem jedem das feiern, was er möchte. So, also ich habe halt wirklich noch nie ein Zelda-Spiel gespielt. Okay, don't hate me. Time splits into 3 different timelines here. In one of them, Link of Time. So Ocarina of Time splits into 3 different timelines here. In one of them, Link decides to stay an adult, Ganondorf gets resurrected, and Link is nowhere to be found. And where's Link? Where's Link? I'll get to it. Don't worry, I'll get to it. And then the whole world floods, and we get Wind Waker. This one I'll call Adult Link. In this one, he decides to stay a child. The Sacred Realm is sealed. He's finished his entire meaning of existence by the time he's like 12. And so he goes and does Majora's Mask, which is... Nein, halt der Maul. Nein, 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 nein. Oh Mann, du bist so ein Wichser. Ich hab das gelesen. Ich hasse dich nicht, ich bin nur enttäuscht. Doch, der Maul. Damals habe ich immer cool gefunden, wenn Leute diesen goldenen Zelda Gameboy hatten, diesen Game Boy Advance mit dem Zelda, mit dem Triforce hinten drauf. Ich habe halt nie ein Zelda-Spiel gespielt, was soll ich machen? Ich bin wenigstens ehrlich, ich sage wenigstens nicht, oh, Zelda, hier, das ist halt dieser Junge da. Ich habe auch eine BOTW schon holen. Also very existential. And then over here, ist der Typ mit dem großen Schwert, ne? Timeline where Link loses. Link just can't do it in this one. Ganondorf does whatever the hell he wants to, and now it's a link to the past. One of my friends invited me over to watch him beat Ocarina. Ich habe halt auch ein BOTW nie gespielt. Also halt so wenig, dass ich nie gespielt habe. Weißt du, was ich meine? Das hat mich halt auch nur gecatcht. Ich weiß nicht. Also, keine Ahnung, vielleicht bin ich jetzt in Augen von Leuten kein richtiger Gamer, weil als richtiger Gamer muss man das und das gezockt haben. Hä? Zelda? Einfach Selma aus den Simpsons, Junge. Ich weiß nicht, vielleicht liegen mir solche Spiele nicht. I don't know. Aber es hat mich halt auch null gecatcht, also wirklich null. Ich bin aber wirklich ehrlich so. Ich hab's aber auch. Zum einen habe ich mich dann halt auch immer hingesetzt und so gesagt, okay, dann spielen wir jetzt mal Zelda. So. Und was ich halt normalerweise auch nicht mache, vielleicht bin ich da auch ein bisschen falsch rangegangen, aber man weiß halt, okay, das ist eine große Spielerei, eine große Welt. Und man sollte da jetzt nicht einfach so, ja, habe ich schon nebenbei gesagt, da muss man sich auch drauf konzentrieren. Ich zocke generell irgendwie immer das Gleiche. Ich habe so 3, 4 Spiele, die ich zocke, und die zocke ich den ganzen Tag. Also, halt nicht den ganzen Tag, aber ja, das ist Smash, Star Wars Battlefront 2 für die PlayStation 2, Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 für die PS2 und Pokémon-Spiele. Ja, das sind die 4 Sachen, die ich zocke. Pokémon-Spiele als einfach mal als eine Sache. Ja, und Age of Empires Warcraft 3, aber nee, das zähle ich nicht. Das ist halt, mach ich neben dem Frühstück her. So, weißt du, und wenn ich jetzt Breath of the Wild habe, da würde ich mich auch wirklich drauf konzentrieren wollen. Und ich glaube, das fällt mir schwer. Ich kann mich generell nicht lange und gut auf Sachen konzentrieren. Deswegen schweife ich ja immer so viel ab. Und ja, weißt du? Ich spiele nur Mario Kart, Smash
Pokémon und Summoners War. Letzteres nicht googeln, danke. Summoners War. So soll ich das nicht googeln? Hm? Ich meine, das sieht ein bisschen nach dem aus, was Raid Shadow Legends immer claimt zu sein. Wieso soll ich das nicht googeln? Ist das zu verbergen? Nein, aber es sieht so aus, also wenn ich diese Raid Shadow Legends Werbung immer sehe, sieht das so aus wie das, was die Werbung claimt zu sein, weißt du? So. Ist egal. Of time because he was really close to finishing it, and then I went over and then he couldn't do it, and so then we decided to go outside because he was really close to finishing to the past. One of my friends invited me over to watch him beat Ocarina of Time because he was really close to finishing it, and then I went over and then he couldn't do it, and so then we decided to go outside and play basketball. This is that timeline. So we have Adult Link, Child Link, basketball. Let's go back to Adult Link. After Wind Waker, he just goes and hangs out with his pirate friends in Phantom Hourglass. We go to Spirit Tracks. This is on a different island, and technically there is Link and Zelda, except Link is really into trains now. Let's do the child one. We go from into what is canonically called the era of Twilight. Obviously, it's Twilight Princess next. Then it gets a little bit darker and goes into the Age of Shadow. We do Four Swords Adventures, which is different from Four Swords. One has adventures in the title. Here's some issues with canon over here in Basketball Timeline. In the Hyrule Historia, which came out in 2011, it states that next should be Oracle of Seasons and Oracle of Ages, but the Japanese Zelda website technically states that it goes Link to the Past, Link's Awakening now, so they've reversed those two. So even the canonical timeline isn't like super hard set in stone canonical, which goes to show that it sucks. He does this thing and then he goes sailing and then he crashes and has a dream and then dies in the ocean. I'm gonna keep Oracle of Seasons. In der einen Timeline einfach, ja, der stirbt. And then he dies in the ocean. What the fuck, Junge? Linke Listen. Was meinst du mit Linklisten? Hä? Tell me, Bruder, was meinst du damit? Dies in the ocean. And Oracle of Ages tied together right now. A new Link, new cycle, and he goes a link between worlds. And then it's another existential crisis, but this is my favorite one because instead of having an existential crisis and then going to have to save the world from a moon, or having an existential crisis and hanging out with pirates, he just gets really into fashion in Triforce Heroes. Hat er gerade gesagt, warte mal. Because instead of having a link between worlds, and then it's another existential crisis, but this is my favorite one. Und dann hat er eine andere existenzielle Krise, aber das ist meine Lieblingsexistenzielle Krise von ihm. Because instead of having an existential crisis and then going to have to save the world from a moon, or having an existential crisis and hanging out with pirates, he just gets really into fashion in Triforce Heroes, which is what I plan to do in my midlife crisis. It's The Legend of Zelda, the first one. Zelda 2, The Adventure of Link. This is the same Link between these two. A cult wants to resurrect Ganon or something. We're at the most recent game, and the most recent in the timeline. It's Breath of the Wild. You might be wondering, where does Breath of the Wild fall? In which timeline? Is it basketball? Is it child? Or is it adult? Well, guess what? It's all three. Nintendo couldn't figure it out, so they decided to just put it in all of the timelines, which isn't how time works, to my knowledge. I'm gonna make this timeline much worse, but I'm gonna also explain the convergence. So what I'm gonna go to next is Zelda spin-off games. I'm not going to talk about some specific things, namely cameos, or when you can buy Link's clothing in other games, or some of the mangas, because they're just the same exact stories as some of the main canonical timeline games. Das macht Sinn. Nur weil du in irgendeinem Game als Gag die Kleidung kaufen kannst, ist es ja nicht in der Timeline, weil das hat damit nichts zu tun. So, das macht komplett Sinn. Das verstehe ich 100%.
We've wrapped all these up. Some of them don't have connections just yet. Wie auch manche einfach komplett schief hängen. Don't worry, Geil. I'll get to it. Let's start with the easy Zelda spin-offs. There were a lot of them during Twilight Princess. Link was also learning how to use his crossbow for big game hunting, and also it was Twilight Princess Picross. Midna wanted to... She thought Picross would help him beat Zant. We'll start from the beginning. Skyward Sword was supposed to be the first one, but they're wrong. Hylia chose her first hero. There was like a lot of time between the first hero and the one that happened in Skyward Sword, and in that time... Elfy, wie viel Cash muss ich in dein Merch buttern, um in die Merchies-Liste in Discord zu kommen? Einfach nur irgendwas im Merch gekauft haben. Also das ist komplett egal, solange du mir sagst, yo, hier... Also ich hab das... Der Gedanke dahinter war so, du kaufst was, ich habe ja dann auch eine Bestellnummer, ne? Ich kann die Bestellnummer sehen, du kannst die auch sehen. Das heißt, du kannst mir sagen, jo, ich habe das und das bestellt, ich bin hier, du kannst dich quasi verifizieren, dass du das bist, dann kriegst du das. Mir ist scheißegal, was du kaufst, Bruder. Mir ist das scheißegal. Solange du mir sagen kannst, ey, ich habe das und das gekauft, ich bin jetzt im Merch, cool, yeah, Ehre, dann kriegst du das. Also es ist mir scheißegal, was du kaufst. Ist halt auch, also ist halt auch nicht viel, ne? Also du kriegst dann halt einen VIP-Raum. Also ist halt VIP-Chat. Wieso gibt es eine VIP-Playlist? Ah, okay, I get it. I get it. Ja, in der VIP-Playlist waren die Sachen, waren die Patreon-exklusiven Dinger drin. Genau, und die Pre-Sachen. Dann gibt es nochmal Merchies und Patronis. Und ja, halt einfach nochmal Voice Channels. Also du kriegst halt auch nicht viel dafür, das sag ich dir direkt, so weißt du. Wie viel kosten diese Sticker? Boah, du stellst Fragen ein. Als ob ich das jetzt nachgucke für dich, Junge, willst du mich verarschen? Oder geh da einfach auf den Shop, Mann. Wo ist das Problem? Sticker. 3 Euro. Ja, ziemlich sackgenau 3 Euro pro Stück. Geh einfach auf den Shop, oder was ist das Problem? Oder habe ich das etwa nicht verlinkt? Bin ich etwa nicht so ein geldgeiler Gierschlund? Doch, ja, habe ich. Was ist ein Problem, oder? Verstehe ein Problem nicht. Aber, warte. Bruder, ich gebe dir jetzt aber noch, das habe ich früher eigentlich immer gemacht, aber irgendwann war ich das leid, das zu machen. Ich gebe, wow, warte. Jetzt werde ich hier aber fuchsig, warte. Ich gebe dir jetzt ein bisschen Infos, und zwar, nicht Preise, sondern ich will Rabattaktionen sehen. Ab dem 9.6. bis 14.6. gibt es 20% auf alles. Also wenn du noch einen Tag wartest, also wenn du ab morgen bis 14.06. gibt es 20% auf alles. Weißt du was? Davon mache ich mal eben Screenshot. Schnell ich das eben zusammenpacke, das auf den Server. Da würde ich dir wirklich sagen, Bruder, gönn dir den Rabatt, Bruder. Das ist das Beste. Das mache ich mal eben. Weil, Bruder, wenn du dir den Rabatt holen kannst, wieso nicht? Ich kann die zwar auch zuschneiden quasi, dass ich dann, also ich könnte das auch umstellen, aber das braucht dann so und so viel Zeit mindestens, etc. pp. Ich mache das ja einfach mal in diesen schwarzen Brettbums. So, ich habe das einfach mal gescreenshottet, Bruder. Ehre. Ja, wieso? Also da würde ich aber sagen, Bruder, guck mal da drauf, dass du dir Rabatt mitnehmen kannst. Lass uns weiter gucken. Was the Zelda Game & Watch. Just like in Skyward Sword, the first hero, there was like a lot of time between the first hero and the one that happened in Skyward Sword. And in that time was the Zelda Game & Watch. Just like in Skyward Sword, there was an upper level and the
bottom level, and then there were dragons also in Skyward Sword. That's my logic behind this one. You say Zelda Game & Watch, what about the Zelda Game Watch? That's right, the Nelsonic Zelda Game Watch. This was a watch that you could play Zelda on, and there were only 4 dragons in this one. Why? Because the other Link already defeated the other ones. There are 3 other dragons. Es gab actually so eine Game Watch, Bruder. Die sieht halt auch aus wie von 1800 irgendwas. Ah, das gab's wirklich? What the fuck, Junge? Zelda Game Watch. This was a watch that you could play Zelda on, and there were only 4 dragons in this one. Why? Because the other Link already defeated the other ones. There are 3 other dragons in Skyward Sword, and they were nice because they learned that Link would fuck their shit up. Link, the Faces of Evil, and Zelda, the Wand of Gamelon. I'm not an expert on this one because I've never played them, which I think is probably the best decision I've made in my life. Right over here, why? Because in Link, the Faces of Evil, he has to go to the island of Korodai. Islands in the Great Sea. Obviously, that's where they make sense to go. Zelda, the Wand of Gamelon can go there too. But that's not the only CDI game. There's also Zelda's Adventure. Ganon, I guess he stole some celestial something or others, and then it started the era of darkness. And remember what I said before about how it went era to Twilight and then to Shadow? What comes after that? That's right, it's darkness, baby. Y'all know about the Satellaview? It was a weird thing for the SNES or the Super Famicom because it was just in Japan. It insisted on all of the Satellaview games, including the letters BS. BS, The Legend of Zelda Kamigami no Triforce, was just basically a Link to the Past, so I didn't include it in this one. But there are other BS Legend of Zelda games, and they're weird because they don't actually include Link. They include these 2 characters that you could choose, and they technically were part of the Satellaview thing, so it wasn't Link who was there, but I'll explain in a second. I cut one of the titles in half. Clayton, we have... Ich liebe sowas. Ich hab einen Titel in 2 geschnitten. Scheiße. Großartig. Start over. A Link to the Past happens, and then Link goes away on a journey into the water, and then he dies. What's happening while Link goes on adventures is BS The Legend of Zelda. It happens after that, during Link's Awakening. Mango, aber nochmal, Bruder, du musst kein Merch kaufen. Das ist mir ziemlich wumpe. Also ich bin darauf nicht angewiesen oder so. Mein Leben ändert sich dadurch jetzt nicht krass. Bin jetzt, also es ist mir scheißegal, ob du Merch kaufst oder nicht, so weißt du, was ich meine. Heute fast nur gute Sachen zum Reagieren. Wieso nur gute Sachen? Wieso fast nur gute Sachen? Was war denn nicht gut? Worauf haben wir reagiert, was nicht gut war? Das 2BG-Video war ganz gut. Und dann haben wir auf den Toff-Film reagiert, der war super. Deadpool Musicals, Brian David. Worauf haben wir reagiert, was nicht gut war? Rise of Kingdoms, aber die war gut. Die war gut. When Link runs away, which is why those kids are the ones in this, and then after that it goes Link, The Legend of Zelda Ancient Stone Tablets, and technically, since those kids are the ones that are in BS The Legend of Zelda, that technically means that they are an iteration of Link. And so the BSX, the story of the town whose name was stolen, which was a game that included those protagonists, but didn't include anything about Zelda, technically is still a Zelda game, so I included it. Die war gut. Barcode Battler 2, you had to scan cards with a barcode and then you would have to battle those enemies using it. A different retelling of the same story of A Link to the Past, just like... Das ist halt actually diese AR-Card, die beim 3DS dabei war. Kennst du die noch? Das ist actually genau das gleiche mit Barcodes. Junge, what the fuck? Die war fucking witzig, Bruder. Die Werbung, die war gut. Looking at it from a different camera angle. Tingle exists in actually 2 different timelines, and he also exists in every timeline because Tingle is the perfect evolution of humanity. He shows up in Majora's Mask first, and he also shows up in Wind Waker. We have an origin story for Tingle in freshly picked Tingle's Rosy Rupee Land. He starts to get the taste, I love rupees, and then he starts... Da habe ich mal ein Video von Shimtex. Von Shimtex, glaube ich, war das gesehen. War das der? Ich glaube ja, der ein Tingle-Spiel gespielt hat. Kann gut sein, dass das war. Kann sehr, sehr gut sein, ja. Und ja, war ein gutes Video. Schau Leute. Elfy, lies mal vor.
Okay, habe ich getan. Spaß. An alle, die dieses VOD sehen, hallo Janet maybe. Janet wird. Die hat letztens irgendwie hier hat er das Mango will mich verarschen Video gesehen und hat mit LOL kommentiert. Die fand das sehr LOL. An alle, die dieses VOD sehen, hallo Janet, maybe. Ich stelle euch die Frage, war die Werbung gut? Die war super. Das Tingle-Video war sehr, sehr, du weißt wahrscheinlich, was ich meine, ne? Aber Janet, hat hier das Mango will mich verarschen Video hier da. LOL. LOL. Yeah, Mango der Schlimme. Ich bin actually witzig. Spaß. Selling his maps to you in Majora's Mask, but at the same time as Rosie Rupee Land is the Dekisugi Tingle Pack, which was DSiWare, and it just basically was like a calculator and like a fortune teller or something. Tingle's Balloon Fight DS, this happens at the same time as Wind Waker. Over here in Basketball Timeline, we've got... Übrigens, Bruder, du kannst solche Sachen auch hier, das Tingle-Video oder so, auch gerne irgendwann mal recommenden. Ich gucke mir auch gerne Sachen von anderen Leuten an. Also, muss ja nicht nur ich coolen Stuff kennen. Okay, da kannst du gerne recommenden. Wir werden auch irgendwann mal hier die coolen BDG-Sachen durchgehen. So wie jetzt zum Beispiel Waluigi Unraveled. Es gibt auch Kirby Unraveled. Es gibt Marios Retirement Plan ist super. Maximizing his Stamina, das ist mein Leben. What is Kirby? Das werden wir irgendwann alles durchhaben, ja. Ripened Tingle's Balloon Trip of Love. I'm not going to explain how it connects just yet, because I'll do that later. Bereit. Dein Gesellschaftskritik. Oh nee, jetzt sag mir nicht, dass es kommt. Oh. Ich muss eben hier. Ja, wir skippen die Werbung ja mal kurz. Also, ignorieren die kurz. Jetzt muss ich gucken gehen. Wieso hat der Kanal eigentlich mittlerweile 8 Abonnenten? Per App. So, warte. Jetzt muss ich gucken. Mein Kanal hier. Das Ding hat 21 Aufrufe vor ein paar Tagen, yo. Doch. Das kommentiere ich gar nicht, weil ich ganz genau weiß, dass es stimmt. Dein gesellschaftskritischer Kommentar ist geschrieben. Du so, hä, nee. Aber ja, aber nein. It's a final Zelda spin-off. Hyrule Warriors Definitive Edition, and I'm using the Definitive Edition because that's just the collection of all of them, because there's 3 different versions of this game. I'm gonna put Hyrule Warriors over here, and I'm gonna call this the Time Break. The Time Break. They made 3 timelines already, so why can't I make my own? Hyrule Warriors is the second Based. most important game in the entire timeline for how it ties everything together. Hyrule Warriors. Think about that, Nintendo. You made... Ich liebe ihn auch. Der ist großartig. Wie gesagt, wir werden vielleicht nächsten Mittwoch, weil, ja, wobei heute haben wir noch ein bisschen Zeit. Wir werden gleich von mir aus gerne nochmal ein BDG durchgehen, also ein Unraveled. Die Videos waren super. Ich finde es schade, dass er nicht mehr bei Polygon ist. Großartige me Videos. care about Hyrule Warriors. But we're not done with Zelda games. We're gonna talk about Zelda character appearances. If Miyamoto doesn't like email me after this video goes up and say, Brian, you've cracked the code, I'm never gonna play another Zelda game ever again. This whole goddamn suit is so tight. I feel like a Christmas ham. I haven't connected these two right now because an adult Link timeline, Link just kind of slacks off because he has, again, existential crisis. He finished beating Ganon. What does he do for the rest of his life? I'll tell you what he does. He go-karts and he fights Da ist seine Mario Kart Appearance. Hat er gesagt. people for sport. Super Smash Bros. The original one, Mario Kart 8, and Soul Calibur 2. Got nothing better to do, might as well just go have fun. And you know what? I respect that. But you did forget that Ganondorf got resurrected and then the whole world flooded. So that's on your conscience. I imagine that Link still has like access to the Temple of Time, which is why in Super Smash Bros. Melee, it happens simultaneously in Ocarina of Time. Ich hab doch gesagt, Mario Kart kommt vor. Warum glaubst du mir denn nicht, hä? Because he can change himself into Young Link, and also Ganondorf's there, and
I don't know why he's allowed to fight. I've put these 3 Super Smash Brothers after Hyrule Warriors in the time break. The time break. And while we are hanging out in the time break, Sonic's here. Sonic's in the time break, baby. I swear to God, I'm not just using Sonic's here. Sonic Lost World und Zelda Zone. Ach du Scheiße. Sonic's in the time break, baby. I swear to God, I'm not just using the time break as a catch-all, but it does work as a catch-all. There's this weird-ass game for the Wii called Captain Rainbow. It technically happens at the same time as Link's Awakening because Aber ich reagiere immer so, wenn jemand LOL Mario Kart. it includes Crazy Tracy. But Link's Awakening happens within Link's dream, so that means that Captain Rainbow might be happening within Crazy Tracy's dream. So it's very much like Inception, and that means that Joseph Gordon-Levitt exists in the Zelda timeline. That's a joke. Joseph Gordon-Levitt doesn't exist in any timeline. And these are also going to come down here next to Ripened Tingle's Balloon Trip of Love, WarioWare, all of them, and then Scribblenauts Unlimited. And again, I will explain that later. Scribblenauts Unlimited ist so ein wunderschöner Spielname, weil Scribblenauts Unlimited super easy von der Zunge rollt und ich habe Scribblenauts Unlimited nie gespielt, aber ich würde gerne Scribblenauts Unlimited spielen, weil es ist ein super Name. Spielt Scribblenauts Unlimited. Ich fühle mich direkt wie ein Double-Time-Rapper. Scribblenauts Unlimited. Ich meine, all of them, and then Scribblenauts Unlimited, and again, I will explain easy. that later. I'm getting too worked up about this. Canonical games, spin-offs, Zelda appearances, and other games. What's left? Every other type of media. I swear to God, if I get one well actually comment, it's a lost cause, right? Let's start with books. I mentioned before that Habe ich nie gespielt, aber bestimmt gutes Spiel, mal gut bestimmt. Skyward Sword was not the first game in that. Game & Watch was the first game. But it's not the first instance of Zelda and Link. Himekawa's Skyward Sword manga does include the origin of literally, it's like the first Avatar. It's the first Link, the first highly chosen hero. First instance of Link. I really don't know why Nintendo hasn't included the Choose Your Own Adventure books, because they love to have things set up. By the way, wo wir schon Avatar von hatten, es gibt einen Kanal, der hat eine Serie gemacht, also eine Analyse-Serie über die Avatar-Serie. Und die heißt Overanalyzing Avatar. Die kann ich jedem ans Herz legen, der die Serie geguckt hat, weil die ist super. Safe, irgendwas falsch geschrieben? Ja. Hier, ich meine, der hat jetzt zuletzt, weil der ist halt mit der Serie durch, so was soll er machen. Hier, das ist die Pilotfolge. Da hat er seine Serie overanalyzed, lol. Aber hier, da geht's halt, ne? Der analysiert jede Folge und sagt zu jedem Bums seine Meinung und ihm fällt auch sehr viel Kleinkram auf. Gute Serie, empfehle ich. Overanalyzing Avatar. Guter Kanal. Der hat zu Recht sehr schnell sehr viele Abos und Views bekommen. Sehr, sehr gut. Wo wir schon bei Avatar waren. Where Link could potentially die in them, like in basketball over there. The Crystal Trap and the Shadow Prince happened canonically after the original Legend of Zelda and Zelda 2. There are like 11 or 12 or 18 different endings. Stick with me here. You could win the Shadow Prince with high points, or you could win the Shadow Prince with lower points. Those are 2 separate timelines in my head. So low points from Shadow Prince, you go to the Valiant Comics. And now we're going to talk about TV. If you win with high points, we go into the Legend of Zelda TV series. Aren't I sweet? After the Legend of Zelda TV series, Captain N happens, and it's weird because in this one, the hero is a guy named Kevin. He gets sucked into a television. Captain N creates this potential option of being able to summon yourself into the game, which explains these 3 things. I told you I'd explain them later. Ripens Tingle's Balloon Trip of Love starts with a dumb 35-year-old man who lives in his parents' house, and then he gets sucked into a book, and then he goes into Tingle's land and he becomes Tingle. WarioWare, it shows that the Zelda games exist at the same time, which is in Captain N, and also Scribblenauts Unlimited is here too. I haven't necessarily figured that one out. Board games. There are Zelda board games, and they also deserve to be in the timeline. The Legend of Zelda board game. Man merkt halt auch, Bruder, wie hier noch alles schön hell und ich sag mal weiß war. Und jetzt hier, weil er zornig wird, alles rot. Ich finde solche Details super. Ist das aufgefallen? Hier ist doch alles schön und sneaky und irgendwann
Irgendwann wird alles rot. The Zelda board game happens if you die in the crystal trap. How does that sound, all right? You happy? But what about Zelda Clue? That's, I guess, happens during the Super Smash Brothers time, right? Because they're having fun together, hanging out. Zelda Chess! Das ist ein unfassbar schönes Detail. Ich liebe sowas. Ich bin so ein richtiger Detail-Spasti. Also, ja. Ich finde es zum Beispiel auch großartig, dass sie die ganzen Pins, also diese ganzen Dinger mit ausgeschnitten haben. Großartig. Ja, beziehungsweise sie haben wahrscheinlich einfach nur den Hintergrund ausgeblurrt, weil der ist schwarz, sie haben wahrscheinlich einfach nur schwarz ausgeblurrt. Ja, Leute, macht Sinn, aber ich liebe sowas. Ich bin so ein richtiger Mongo, was das angeht. Also richtig. Ich habe das auch manchmal, wenn ich eine Serie gucke und da kommt ein neuer Charakter vor und die Synchronstimme im Deutschen kenne ich irgendwoher. Dann sag ich mal, das ist doch der! So, keine Ahnung, weißt du? Zum Beispiel dieser komische Bär aus, was ist das, Danganronpa oder so? Ich habe das nur ein, zwei Folgen, glaube ich, geguckt, aber ist dieser komische Kackbär aus Danganronpa? Auf jeden Fall, in Deutsch hat er halt die Stimme von SpongeBob, das fällt sofort auf. Aber sowas, da bin ich richtiger Maniac drin geworden, Junge. Richtiger Maniac. Right? Because they're having fun together, hanging out. Zelda Chess! Having fun together, hanging out. Zelda. Viel zu gut. Ja, nee, ich habe das mit Spodini zusammen geguckt. Und nach, ich glaube, 2 oder 3 Folgen, glaube ich, haben wir aufgehört, das zu gucken. Weiß nicht. Ich habe auch Gravity Falls, habe ich, glaube ich, auch eine Folge geguckt. Was war das denn noch? Wobei, ich glaube, Danganronpa habe ich sogar ein bisschen mehr geguckt, oder? Ey, wie viele Folgen Danganronpa haben wir zusammen geguckt? Ich glaube 2 oder so, ne? Das war bis zum ersten Urteil. Es ist basically halt Among Us. Ein bisschen. Ja. Gravity Falls habe ich eine Folge geguckt nur, weil mir das auch nicht wirklich zugesagt hat. Aber das ist halt immer so. Ich habe gesagt, hey, Bock auf eine Runde Smash. Und sie so, ja, wenn wir zusammen eine Serie gucken. Und so habe ich, ja, okay, und dann habe ich halt eine Folge geguckt. Auf jeden Fall. Viel zu gut. Chess! There's no plotline in Zelda Chess. Put in Ocarina of Time, like everything else in this dumbass timeline. Let me double check that I've Wie auch mittlerweile richtig mad selber schon ist über diese Timeline. Er regrettet das wahrscheinlich gerade selber, dass er auf die Idee gekommen ist, das zu machen. gotten everything. But what about the time break? The time I told you that I would explain the time break, didn't I? And I'm gonna explain it right now. Why does no one understand the Stand time up. break, didn't I? And I'm gonna explain it right Good catch, now. okay. Why does no one understand the time break except for me, Brian David Gilbert? Why am I the only scholar in time break studies? I'll tell you why. Hyrule Warriors Definitive Edition happens outside of the timeline entirely, similarly to Breath of the Wild. It exists in all of the timelines because Ganondorf's soul gets split into multiple pieces that go into different timelines. And again, that's in the story itself. Link figures out that there are multiple timelines in this time, okay? And then he defeats the thing and he goes into existential crisis mode. He defeats the thing. Ouch. Just like over here, and like over here, and like over there. But what does he do when he knows that all these timelines exist? He goes and he plays Super Smash Brothers with all of his friends in every single timeline. That's how Super Smash Brothers Ultimate can exist, because it's everyone, all the time, everywhere, and also Sonic. But the time break still doesn't fit in. It's still by itself over here, right? Okay, the time break doesn't Das ist ein cooler Effekt mit dem. Na gut. have a space. Simpel, aber effektiv.
Link knows about every timeline, and he's done hanging out with his friends here in the time break. So what does he do? He decides to settle down, get a real job. And what can he do better than anyone else? That's right, he knows every location in every timeline. I'm talking location, location, location. He gets his real estate license. He buys up every land, he consolidates every timeline, and pushes it all into one space. How does he do it? Legend of Zelda Monopoly. The most important Legend of Zelda game of all time. The one that makes Breath of the Wild make sense. Reggie, take fucking notes. I just saved your ass with Monopoly. This is the pin that holds the entire Zelda timeline together. You made me use Monopoly. That's the entire Zelda timeline, including 55 pieces of Zelda media. Don't ask me to do this again.